Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Glamsec 101. Und ab geht's, Jungs! Auf geht's! Vollgas! Wir sind wieder da, ihr seht es. Das sind die Fahrer. Ich bin richtig heiß. Der Meister persönlich fährt mit. Das Jahr ist für mich klar, ich gewinne. Einwandfrei Sieg, sonst nichts. Chefschlag ist immer das Beste. Du, genau du nicht, oder? Patch, natürlich unser Speaker wieder. Du, Affenkopf, sicher nicht! Ich freue mich riesig drauf. Das ist jenseits von Gut und Böse, was das Zeug läuft. Genießt das Video, das wird richtig geil. All of my friends say, girl, you better take care. Cause that man is trouble, you best beware. And though deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I won't. Dieses Jahr haben wir das Problem mit der Hitze. Ja, jetzt ist morgen um 10:30 und er zeigt jetzt 27 Grad an. Gestern haben wir 32 Grad gehabt und das Problem ist, vom Morgen bis am Abend einfach nur Sonne. Aber ihr seht da, wir sind ausgerüstet. Hey, ist das geil, ich sag das. Vespa. Ein riesen Thema, Glamsec. Das ist wirklich abartig, wie das Zeug abgeht. Also, da habe ich Fragen. Da habe ich einfach nur noch Fragen, es geht wie eine Feder. Schön, dass wir mit dir quatschen. Stell dich mal schnell vor. Sehr gerne. Ja, ich bin der Chris vom Rocket Race Club. Der Philipp und ich, wir haben den Rocket Race Club in 2022 ins Leben gerufen. Und dann kamen die Rollerjungs vom Zip Scooter Shop auf uns zu, die ja schon seit vielen Jahren ihre eigene Sprintmeisterschaft fahren. Dann haben wir versucht, am Glamsec mit den Rollern zu fahren und haben dann mit ein bisschen hin und her auch eine halbe Stunde am Sonntag letztes Jahr bekommen. Geil. Und hatten Standing Ovations vom Publikum, weil die denken sich alle, ja, so ein Roller, mit dem fährst du in die Eisdiele. Ja, das ist jenseits von Gut und Böse, was das Zeug läuft. Ja. Also das ist der Roller von Jesko. Der baut seit Jahrzehnten Rennmotoren und hat jetzt hier einen ganz besonderen Rennmotor gebaut mit 407 Kubik und hat jetzt hier nach dem letzten Tuning 85,9 PS auf der Rolle. Aber das war vor 2 Jahren, weiß ich noch, stand das Ding da vorne, 73 PS, glaube ich. Ja. Letztes Jahr waren es 80 und dieses Jahr sind es 85,6. 85,9 PS. Die Leute meinen immer, das sei so einfach, das Tuning. Aber ich sage mal, die 50 PS jetzt als Beispiel, die hast du noch mit einem relativ kleinen Budget, verhältnismäßig. Aber alle 10 PS und irgendwann geht es eben um 5 PS. Das macht eine Kurve, was du an Zeit und an Kohle musst investieren musst. Also jedes Jahr 5 PS mehr. Das klingt jetzt nach nicht viel, aber das ist einfach wahnsinnig, wenn du schon bei 80 PS bist. Wie so oft, Leistung ist nicht alles. Ja. Wir haben einen Roller hier, der hat 58 PS und ist trotzdem so schnell wie 85 PS. Da geht es einfach um Routine, um Technik, um fahrerisches Können und ganz viel auch um Geometrie. Wo sitzt du und wie ist die Geometrie vom Fahrrad? Oder? Genau. Du musst die richtige Balance finden aus perfektem Grip, langem Radstand und weit nach vorne gesetzter Sitzposition und tiefem Schwerpunkt. Aber ihr lasst nur Vespas zu, die halt so sind. Ja, es sollte schon was sein, was ein klassischer Schaltroller ist, was einen Motor hat, der immer schon für einen Roller gedacht war, also keine Motorradmotoren. Und was natürlich im Dragstyle ist, idealerweise verlängert oder halt einfach extrem auf Leistung getrimmt. Das heißt, eigentlich haben Roller bei uns immer 50 PS aufwärts, damit auch das Rennen spannend ist. Ralf, da war ich gerade schon da steht. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Das ist komplett Eigenbau, dein Design. Ja, absolut. Also die Basis ist ein NSU-Roller von 1959. Das war mal ein 150 Kubik 7 PS Roller.
Was ich genommen habe, ich habe den Rahmen von dem Roller genommen und ich habe die Karosserie genommen und alles andere weggeschmissen. Du musst dann in den Tuning-Baukasten greifen von Lambretta und den Rest selber bauen. Das heißt, ich habe als erstes mal den Rahmen verlängert auf um 150 mm. So, das heißt, nachdem ich den langen Radstand hatte, war klar, ich muss es versteifen und das Gewicht nach vorne und unten bringen. Deswegen habe ich einen Tank gebaut, 2,5 Liter Tank, Sitzposition sehr weit vorne, sehr weit unten, Lenker nach vorne, sodass ich eine wirklich gute Gewichtsverteilung habe und das Hinterrad möglichst weit hinten. Würde ich so etwas natürlich reizen im Jahr? Ja, das reizt mich sicher, ja. Und? Also es liegt ja auch schon ein Rohchassis um Richtig. Jahre. Ja, wir müssen mal schauen, wie wir das anbringen. Ja, der Winter kommt. Der Winter kommt, ein Jahr ist halt sehr, sehr schnell vorbei. Wir haben wirklich aus dieser Roller-Tuning-Szene alles, was Rang und Namen hat, hier. Also sei es Casa Performance, die selbst einen Zweizylinder-Prototypen-Motor mitgebracht hat mit über 85 PS. Wir haben Jürgen Posch hier von Posch Performance, der baut die besten Auspuffanlagen. Wir haben vom SIP Scooter Shop die besten Sprintfahrer, Jesko, André, den Matze, der dieses Jahr zum ersten Mal mit seinem gelben Roller mit NOS-Einspritzung fährt. Also auch sehr, sehr extrem. Der Jürgen hat auch noch mit NOS nachgerüstet. Ja, hey, mega geil und viel Erfolg. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und Hals- und Beinbruch. Danke, danke. Dankeschön. Also ich bin Jürgen, habe selber eine kleine Firma, Posch Performance, und mache hauptsächlich halt eigentlich nur Auspuffanlagen jetzt mehr. Genau. Wie viel Leistung hast du jetzt da drauf? Jetzt sind es 64 PS und das ist legal eintragen. Und mit Lachgas sind wir bei knappe 80 PS. Also TÜV war ein ganz großes Thema da. Rahmengutachten, also Festigkeitsgutachten für den Tank. Also Tank ist vorne drin. War zum Schluss auch eine Summe von 3.700 €. Nur Gutachten und nur TÜV-Kosten. Der Roller war eigentlich eine PX. Das ist aber optisch jetzt ganz anders. Also es sind andere Backen, anderes Heck, anderes Beinschild, anderer Lenker, da ist alles umgebaut worden. Ich habe den Radstand bzw. den Motor dann nach hinten noch versetzt, sodass ich einen größeren Radstand zusammenbringe. Verbaut ist da ein 400er Kubik Motor. Der Zylinder ist vom Eggig, der Motor ist vom BFA. Hier haben wir einmal die NOS, also das ist so eine sogenannte Nasseinspritzung. Man spritzt gleichzeitig NOS ein und Benzin. Da haben wir jetzt nochmal so 15 PS, nochmal mehr Leistung. Es wird noch mehr gehen mit der NOS, aber der Roller soll das überleben heute bei dem Sprintrennen. Deswegen bin ich da jetzt nicht aufs Volle gegangen. Ich denke, das wird aber trotzdem reichen, damit man da einigermaßen vorne mitfährt. Also im Prinzip ist es ganz einfach. Ich habe den Hupenknopf jetzt umgebaut und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann wird eben Sprit und NOS eben eingespritzt. Sponsoren, wir brauchen Sponsoren. Unbedingt. Ein Kumpel von mir, der hat einen VW Käfer und der hat damals ein Roots-Gebläse auf den VW Käfer drauf gemacht. Und da hat er mir das Ding halt in die Hand gedrückt, baut doch das mal auf den Roller drauf. Und irgendwann war der Samen von so einer verrückten Idee bei mir im Kopf halt gepflanzt, um das halt dann wirklich zu machen. Das ist ein 300 Kubik Motor, der hatte damals auf dem Prüfstand 55 PS. Und jetzt durch den Roots-Gebläse, also durch die Kompressoraufladung, liegen wir jetzt halt bei 75 PS am Hinterrad. Das ist so irre, oder? Irre. Völlig irre. Mit dir stimmt was nicht. Ja, das weißt du bestimmt schon lange. Platz da! Signature ist im Anmarsch! Vorsicht, hallo! I just wanna tell you that. No, 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 no. Yeah. All of my friends say, girl, you better take care. Cause that man is trouble. Bei diesem Duell geht es Boss gegen Barkeeper. Und jetzt schauen wir mal, was die Jungs zusammenkriegen. Was machst du hier?
aufmachen irgendwie. Ja. Ein bisschen, ja. Hi, ich bin der Patch. Guten Morgen miteinander. Hallo, ich bin der Fabian. Ich freue mich, dass ich an dem Mofa-Sprintrennen hier in Glemsegg mitmachen darf. Ich habe das mal nicht meinen Rico dabei, der ist in der Ferien. Aber ich habe von einem guten Kollegen ein Töffli ausgelehnt, aber er weiß es noch nicht. Aber das ist ja gleich. Ich bin der Coco von der Firma Fennec. Ja, ich habe meine Puch Maxi N hier am Start. Sie ist leicht modifiziert, technisch wie auch optisch. Und ich bin gespannt, wie Mensch und Maschine, wie wir zwei uns schlagen. Es ist eine Görike Typ 301 Diva von Baujahr 1972. Den Motor habe ich extra ein bisschen modifiziert, dass wir auch Chancen haben. Zwar nicht so viele, aber mal sehen. Rahmen ist etwas tiefer gelegt, leichte Umbauarbeiten und ein paar Sonderanfertigungen aus Leder. Ja, ist ein geiles Teil. Es ist ein Prior, Sachs, Zweigang handgeschaltet. Wunderschöne Patina, alles original, also bis auf den Motor natürlich, den haben wir noch ein bisschen optimiert. Hat einen wunderschönen Zylinder drauf mit Richtigdampf, 17er Vergaser. Jetzt haben wir mal die Auto auch wieder vor der Kamera. Ja. Das ist eigentlich immer einmal im Jahr der Einmal Fall. im Jahr. Nämlich Bremsung 101. Da fährt Auto natürlich auch mit. Das ist Pflichtprogramm. Selbstverständlich. Ich bin der Philipp, ich komme aus der Schweiz und ich fahre jeden Tag beim Sieg am Geschäft vorbei und das hat mich so ein bisschen inspiriert, um an dem Mofa-Sprint mitzumachen. Erzähl mal, mit was fährst du? Mit der goldenen Puch Maxi N. Super geiles Mofa, mein Lieblingsmofa überhaupt. Zum Fahren? Ja, wahnsinnig angenehm. Sehr schnell auch.
Ich hätte ja schon zweimal beinahe gewonnen. Quasi. Ja, stimmt. Ja, bin richtig gut weggekommen beim letzten Mal. Ich fahre Six Görike heute beim Sprint, Baujahr 1956, Dreigang handgeschaltet, also eine richtige Zicke. Wenn sie nicht will, dann bockt sie mit mir und wirft mich ab. Hat das feinste Tuning natürlich bekommen, spezieller Zylinderkopf, spezieller Vergaser, vorne auf dem Schutzblech ein Windteiler, der den Wind so richtig an mir vorbeischneidet, dass ich auch wirklich richtig schnell bin. Bist du vorbereitet auf mich als Konkurrenz? Natürlich. Du hast einen schönen. Ja. Also, ich bin der Gregi, bin nochmal der Barman bei Signature Bikes in der Eventhalle. Dieses Jahr ist für mich klar, ich gewinne. Honda Camino, das ist eine absolute Rakete. Ich habe die Haie gemessen, ich habe 200 Meter abgemessen, Strich gemacht und so natürlich dann die Variomatik noch ein bisschen abgestimmt, dass ich möglichst Endgeschwindigkeit habe bei den 200 Metern. Mit meinen 100 Kilo sind über 80 gewesen. Aber du hast ja eigentlich zwei harte Gegner. Du hast den Mario mit seinem Autobahn-Mofa. Also ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin der Weibel Mario, das Weibels Garage im schönen Wolfurt. Und du hast natürlich den Grigi, der natürlich alles geben wird, oder? Um sich abzuziehen. Der Grigi, der macht gar keine Sorgen, das ist eine lahme Kuh, die der hat. Ich bin irgendwo vor knapp 14 Tagen gefragt worden, ob ich Lust habe zum Mitfahren. Ich habe das zuerst nicht so ernst genommen und es ist dann doch ernst geworden. Dann hat er sich noch schnell einen Hobel aufbauen, einen Ciao. Ich bin fast runter. Irgendwann am Abend um 10 Uhr komme ich ein Video über von seinem ersten Testlauf. Der Drecksieg. Dann habe ich gedacht, du, genau du nicht, oder? Du warst aber schon ein bisschen beunruhigt auch so, als der Grigi angefangen hat, dir Videos zu schicken. Das kann man jetzt mal so ausplaudern hinter den Kulissen. Das stimmt, aber ich habe auch gewusst, bei einem Ciao musst du extrem viel machen, dass du auf 80 km/h kommst. Und jetzt durfte ich in 10 Tagen das Töffel noch zusammensetzen. Das Ziel war eigentlich, um den Sieg zu schlagen. Wird knapp werden, aber ich werde alles geben, weil Chefschlag ist immer das Beste. Ich habe gewusst, dass der Gregi die Zeit nicht hat. Ja, ich habe aber dem Gregi auch gesagt, dass er dir nicht alles verraten soll. Ja, okay, alles klar. Ich habe ein Maxi K gebaut. Das K ist das seltenste Maxi N. Pedale weg, Fußrasten mit Autobahntypisierung. Ist mit 85 Powergeschwindigkeit getüft. Und haben wir gedacht, ja, vielleicht ist das immer genau das Richtige, mit dem an den Start gehen. Sieg, einwandfrei Sieg, sonst nichts. Also wir treten nur für einen Sieg an. Konkurrenz ist hart. Besser mittendrin statt nur dabei. Ich bin richtig heiß, aber es wird schwierig. Der Meister persönlich fährt mit, dann fahren seine engsten Jungs mit. Also das wird ein richtig hartes Rennen. Aber wir geben alles. Letztes Jahr Clemsen gewonnen worden, das war das erste Mal, das du moderiert hast. Ja. Und ich habe nur so unter dem Helm irgendetwas verstanden, irgendwo von Wäschmaschinen. Ich bin gestern beim Rocket Race Club gefahren mit meiner Maschine. Da sprechen wir von rund 200 PS. Rund 6 Sekunden für die Achtelmeile. Hat sich jemand gemeldet wegen Waschmaschine und Trocknerangebot aus dem Hause Signature? Und hier haben wir, ich sag mal, das pure Gegenteil. Also ich muss mich da wirklich einstimmen darauf und mir auch Zeit und Gefühl dafür lassen, dass das dann funktioniert. Was kaum erwartet, es losgeht, ist immer so und dann ist es zack vorbei. Das geht dann unheimlich schnell. Ja. Das wird richtig cool. Und dann kommt erst das nächste Jahr. Also es geht direkt nach Glemsek ist vor Glemsek. Ja, richtig. In diesem Sinne. Ich freue mich drauf. Auf ein heißes Rennen. Wir stellen uns nachher rein, gerade so auf, wie wir nachher fahren. Das ist immer am einfachsten. Ja, genau. Patch, der letztes Jahr schon die Moderation für den nun wirklich elegantesten, wunderschönsten Slow-Mo-Sprint machen wird. Hallo Klemsek, schön, dass ihr heute da seid und euch ein bisschen Zeit nehmt für die Kleinen, für die Langsamen, die Entschleuniger, die Wellness-Hobel aus der Schweiz vom Signature Bike. So, jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt kommt das Rennen. Uta, Pup, Maxi, Goldstück, Steilwand. Regi, du weißt, wenn du bis hinten den Willi machst, geht eine Flasche Etta auf mich. Und auf geht's.
Er hat vor 10 Tagen erst erfahren, dass er ein Chow braucht und dass er es schnell machen muss für die Rennstrecke. Und nach 10 Tagen war er fertig und es hat sich wohl gelohnt. Ja, das sieht so aus. Gregi, du bist ein Teufelskerl. Die Punktenschuhe sind perfekt. Nein! Doch. Aus Österreich, Vorarlberg, kommt ein Autobahnkiller mit 85 km/h eingetragen. Der Mario, der Philipp fährt mit einer Leihgabe vom SICK. Das ist die Diva Luxus und sie ist sehr, sehr schnell. Der hat extra keine Unterwäsche drunter, weil er schneller sein wollte wie sein Gegner. Und ab geht's, Jungs, auf geht's, Vollgas! Endlich riecht es wieder nach Zweitakt in Glemsek. Wunderschön. So, der Blechgott, der Krickel gegen den Fabian mit seiner Bruch. Oh, 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 jetzt wird's amtlich. Burnout. Auf geht's, Jungs. Und mit Treppeln, das wird eng. Das wird eng. Krickel hat mit Sicherheit mit Obertrol gearbeitet und das Ding eingeschmiert heute Morgen. Gut für den Windwiderstand. Einmal der Coco mit einer Diva, die leicht rostig ist, aber bestimmt nicht langsam. Und der SICK, unser Häuptling sozusagen, mit der Honda Camino. Als ich ihn heute Morgen gefragt habe, sage ich, wie kann ich die beschreiben, sagt er, sie ist hässlich, aber schnell. Coco, gib Gas und tschüss. SICK, bleib von der Linie weg. Immer dieses Gekuschel bei Topspeed. Was willst du machen? Ne? Wenn du nichts kannst, kommst du wie ich hierher und sagst, ich kann nichts. Dann sagen die, ja, jetzt wird's ernst. Spaß war vorhin, jetzt wird's schnell hoffentlich. Barkeeper von Signature Bike gegen den österreichischen Autobahnkiller mit Domstrebe. Ah, jetzt. Oh, 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 oh. Willi. Uff. Reifen oben. Der hat das mit dem Wheelie-Fall verstanden. Ich habe gesagt, mach den Wheelie am Anfang und nicht am Ende. Und wer war's? Mario, der Autobahnkiller aus Österreich. SICK Camino. Die letzte Messung war ganz schön heftig. 200 Meter, fast 90 km/h. Bei 100 Kilo Fahrergewicht mit Kleidung. Immer diese Quatsch. Und drüber geguckt. Bleibst du drüben? Danke. Und jetzt schauen wir mal. SICK Camino. Jetzt geht's um Platz 3. So, jetzt pass mal auf. Wenn die Startposition erreicht ist. Krickel, hast du noch was zu sagen zu unserem Barchef? Du, dich mach ich fertig. Hast du gehört? Ja. Achtung! Du, Afterkopf, sicher nicht. Soll ich euch was sagen? Ein Wheelie hätte ich gerne. Bis nach hinten. Zeigt, was ihr könnt. Auf, hopp, Schwitz. Auf geht's. Hopp. Jungs, konzentriert euch. Es geht um Bronze. Ich glaube, da ist die Kupplung durchgerutscht. Platz 3. Glemsek, lass mal was hören! Es geht ums Finale!
Ladies and Gentlemen, Maurus Sick in Glemsegg 2024. Alle guten Dinge sind 30. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Zeigt den gleich, dass ihr das schönste Publikum seid. Dankeschön, dass ihr da sein durften. Wir kommen wieder, wir werden lauter, wir werden schneller, aber wir werden nie langweilig. Redi, Barchef, Bronze, Platz 3, Silber, Mario, Österreich, Autobahnkiller und Sieg. Du hast es heute Morgen schon gewusst, du bist einfach der Schnellste. Du Sieg, das war verdammt knapp, richtig knapp, also ein grosses Kompliment. Hat richtig Spass gemacht und eben da entscheidet wirklich, wie kommst du vom Start weg. So wenig hat es gebraucht. Ich hoffe, ihr habt alle Freude gehabt. Vielen Dank, sind ihr alle da gewesen. Ich danke euch vor allem fürs Zuschauen und bis im Jahr wieder. Ja, also bei uns ist immer ganz einfach, wenn wir auf etwas wetten, ist immer ein Bier. Oder? Der Rolli hat jetzt zum Beispiel auch schon andere Wetten verloren, hat sich jetzt tätowieren. Glemsegg 101, da sind wir einmal im Jahr, eine riesige Veranstaltung.